eigentlich sollten sich Menschen mit Behinderung nicht anders fühlen als alle anderen Gäste bei uns. Die Welt zu entdecken, zu reisen, das ist für viele bereichernd. Das ist auch wichtig. Es tut den eigenen Horizont erweitern. Aber nicht alle Menschen haben die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten. Und darum ist unsere Vision, dass wir allen Menschen das Reisen ermöglichen. Wir möchten, dass Menschen mit Behinderung selbstbestimmt am Leben teilhaben können, selbstbestimmt auch Aktivitäten und Begegnungen außerhalb von ihrem Umfeld erleben und das zu erschwinglichen Preisen. Die Zielgruppe Menschen mit Behinderung ist eine sehr wichtige Zielgruppe für uns, weil sie speziell verankert sind in unseren zivilgesellschaftlichen Zielen. Man hat 2013 bis 2016 ein ganz grosses Projekt gehabt, zusammen mit der Stiftung Denk an mich, wo wir Liegenschaften hindernisfrei zugänglich gemacht haben. Die Schweizer Jugendherbergen haben in der Zwischenzeit 34 hindernisfreie Jugendherbergen. Insgesamt sind in diesem Projekt 1,9 Millionen finanziert worden von der Stiftung Denk an mich. Nicht nur fürs Bauen, das Bauen ist natürlich ein wesentlicher Teil sicher, aber eben auch für die Informationen aufzubereiten, für das Buchungssystem anpassen, für die Weiterbildungen aufzubauen, eigentlich das Projekt als Ganzes auch aufzubauen, dass das auch langfristig eigentlich weiterverhebt. Die Kooperation zwischen der Stiftung Denk an mich und der Jugendherberge hat es, glaube ich, beiderseitig gebraucht. Wir haben Wissen gebraucht, wir haben Kontakt gebraucht, wir haben finanzielle Mittel gebraucht, um das umsetzen. Umgekehrt hat die Stiftung Denk an mich mit dem inklusiven Ansatz eben auch jemanden gebraucht, der es wirklich 1:1 umsetzen können. Und haben eigentlich so einen inklusiven Ansatz gesucht, wie sie das Geld einsetzen können. Das heisst, nicht irgendwo eine Einrichtung wieder zu erstellen, wo die Menschen mit Behinderungen untereinander sind, sondern einen inklusiven Ansatz, wo man eben bestehende Tourismusinstitutionen oder Infrastrukturen kann ertüchtigen kann, dass sie zugänglich sind. Besondere Hindernis eigentlich bei dieser Aufgabe, das Gebäude hindernisfrei zu machen, sind meistens Bestandesbauten. Das heisst, bestehende Gebäude umzuformen, das ist je nachdem recht aufwendig. Ganz besonders noch, wenn es historische Gebäude sind, wo man noch sehr aufpassen muss, wie man die auch visuell verändern. Das sind sicher die grössten Herausforderungen. Am einfachsten, denke ich, sind Neubauten. Dort braucht es einfach das Wissen. Das ist dort sicher das Hindernis manchmal, dass auch die Architekten, Planer zu wenig wissen über das Thema, auf was sie schauen müssen. Die Zukunftsvision für den Schweizer Tourismus, die wir haben, ist, oder die ich auch habe, denke ich, ist wirklich, dass die Schweiz wie Nummer 1 wird in diesem Thema weltweit. Also wir haben die besten Voraussetzungen, wir haben eine super Infrastruktur. Was noch ein bisschen fehlt, ist ein bisschen am Mut im Tourismus und auch an der Umsetzung. Das sind viele Faktoren, die es dazu braucht. Und wir haben ja aus unserem Projekt mit der Stiftung Denk an mich auch den Verein Barrierefreie Schweiz gegründet, wo wir den ganzen Schweizer Tourismus voranbringen wollen, insbesondere im Bereich Information, aber auch Sensibilisierung, Weiterbildung und so weiter. Und das Ziel ist, dass wirklich alle mitmachen. Die Schweizer Jugendherbergen möchten, dass alle Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft, ungeachtet der finanziellen Möglichkeiten, ungeachtet auch von der Behinderung, die sie haben, können Erlebnisse und Begegnungen zusammen verantwortungsbewusst, solidarisch und auch lebensfroh können in unseren Jugendherbergen und auch überall sonst in der Schweiz erleben.